St. Petersburg, Winter 1762. Katharina war nun Zarin von Russland. Doch sicher war ihre Herrschaft noch lange nicht. Der Staatsstreich war geglückt, aber die Intrigen begannen jetzt erst. Am Hof formierten sich die alten Netzwerke ihres ermordeten Mannes, einflussreiche Adlige, Generäle, Hofbeamte. Viele zweifelten an der Legitimität. Katharina stand allein als deutsche Prinzessin auf dem russischen Thron. Mit klugem Taktgefühl, politischem Instinkt und eiskaltem Kalkül begann sie, Macht zu sichern. Sie belohnte, drohte, verhandelte. Sie war keine Träumerin, sondern Strategin. Und sie wusste um die größte Gefahr für ihre Herrschaft. Iwan VI., der einstige Kinderzar, lebte noch, gefangen in der Festung Schlüsselburg. Er war der letzte rechtmäßige Zar und ein perfektes Werkzeug für jeden Gegner, der Katharina stürzen wollte. Seit über 20 Jahren hielt man ihn versteckt. Katharina entschied, ihn mit eigenen Augen zu sehen. Schlüsselburg 1764. Die Zarin betrat die düstere Festung. Und was sie dort sah, ließ sie erschaudern. Iwan war kein Wahnsinniger, kein gebrochener Mann. Er war bei klarem Verstand. Und er erkannte sie sofort. Er sprach nicht viel, aber er wusste, wer er war und dass er der rechtmäßige Herrscher ist. Katharina verließ die Festung und die Entscheidung war gefallen. Heimlich, still, ohne öffentliches Aufsehen. Sein Grab ist bis heute unbekannt. Seine überlebenden Geschwister ließ Katharina frei. Sie wurden ins Exil geschickt, nach Dänemark. Dort lebten sie in Horsens, fernab der russischen Politik. Russland galt als rückständig, ein riesiges Reich ohne funktionierende Verwaltung, ohne einheitliches Rechtssystem. Die meisten Menschen waren Leibeigene. Bildung, Gesundheitswesen, Aufklärung, Fehlanzeige. Doch Katharina hatte einen Plan. Sie wollte Russland verwandeln in einen modernen Staat nach westlichem Vorbild. Ihr Werkzeug? Die Ideen der Aufklärung. Morgens um 6 begann ihr Tag. Tee, Kaminfeuer und dann Schreiben. Briefe an die klügsten Köpfe Europas, wie Voltaire. Sie nannte diese Phase ihr Zeitalter der Schreibwut. Und tatsächlich, die Korrespondenzen waren mehr als höfliches Geplänkel. Sie war wissbegierig, politisch, strategisch und die Philosophen begeistert. Eine Monarchin mit absoluter Macht und dem Willen zur Reform, das war ihr Traum. Katharinas große Instruktion wurde ihr erstes großes Reformwerk. Ein revolutionäres Dokument mit Ideen zur Justiz, zur Bildung, zur Verwaltung. Sie wollte Gesetze, die für alle galten. Keine Willkür mehr, kein Privileg nur für den Adel. Doch die Umsetzung war schwierig, der Adel blockierte, die Kirche zögerte, die Realität war hart. Doch Katharina machte weiter. Als Russland von einer Pockenepidemie heimgesucht wurde, wagte sie etwas Radikales. Sie ließ sich selbst impfen, als eine der ersten überhaupt. Ein Zeichen, ein Risiko und eine Botschaft. Die Zarin glaubte an die Wissenschaft. Dann folgten Schulen, Hospitäler, Akademien. Katharina baute einen funktionierenden Staat, nicht aus Humanität, sondern aus Kalkül. Ein moderner Staat brauchte gebildete Bürger, funktionierende Strukturen und Ordnung. Am Ende schuf sie ein neues Russland, nicht demokratisch, aber effizient, nicht gleichberechtigt, aber gerechter, nicht frei, aber besser organisiert als je zuvor. Grigori Orlow, Soldat, Draufgänger, Held des Staatsstreichs, er hatte Katharina zur Macht verholfen und sie hatte ihn geliebt. Doch mit den Jahren wurde die Beziehung zur Last. Bereits 1762 bekam sie einen Sohn, Alexei. Doch auch das Band des gemeinsamen Kindes hielt sie nicht mehr. Sie wartete nur noch auf den richtigen Moment, sich zu lösen. Dann kam Potemkin, Grigori Alexandrowitsch, Gardeoffizier, klug, belesen, charmant. Er sprach Griechisch, Latein und Katharinas Sprache. Er brachte sie zum Lachen und zum Denken.
und er wurde ihr Vertrauter. Die Orlows erkannten die Gefahr. Bei einer Billardpartie schlug Alexei Orlow zu. Er verletzte Potemkin schwer am Auge. Was wie ein Unfall aussah, war ein gezielter Angriff. Potemkin verschwand, doch nicht aus Katharinas Herzen. Sie schrieb ihm Briefe voller Sorge, voller Sehnsucht. Und Potemkin kam zurück. Nicht sofort an ihre Seite. Katharina war vorsichtig. Doch 1774 zog Potemkin in ihren Palast. Man redete, man munkelte und man hatte Recht. Die beiden heirateten heimlich. Eine offizielle Ehe kam nicht in Frage. Sie hätte ihre Macht geteilt. Und das tat Katharina mit niemandem. Was sie jedoch miteinander teilten, war einzigartig. Abende im Badehaus, Gespräche, Gelächter, Pläne. Eine leidenschaftliche Verbindung, körperlich wie politisch. 1775 brachte Katharina eine Tochter zur Welt, Elisaweta, Potemkins Kind. Doch die Öffentlichkeit erfuhr nichts davon. Das Mädchen wuchs verborgen auf unter dem Schutz der Zarin. Mit der Zeit kühlte die Liebe ab, doch das Vertrauen blieb. Als Potemkin sich zurückzog, blieb er ihr engster Berater. Auch wenn neue Liebhaber kamen, wie der Sekretär Sawadowski, keiner konnte Potemkin ersetzen. Für Katharina war eines klar: Wer Großmacht sein will, muss Grenzen verschieben. Zar Peter der Große hatte Russland den Zugang zur Ostsee erkämpft. Jetzt wollte Katharina den Süden erobern, das Schwarze Meer, die Krim, vielleicht sogar Konstantinopel. 1768, das Osmanische Reich erklärte Russland den Krieg. Katharina schmiedete Allianzen, betrieb Diplomatie und entsandte ihre Truppen. Grigori Orlow und später Potemkin übernahmen das Kommando. Für Katharina war es mehr als ein Feldzug. Der Plan war kühn: die Krim besetzen, den osmanischen Einfluss zurückdrängen und ein Neurussland schaffen, eine blühende Provinz im Süden. Potemkin, ihr engster Vertrauter, wurde zum Fürsten ernannt. Er plante nicht nur militärisch, er dachte langfristig. Städte, Häfen, Straßen. Ein neues russisches Reich in den Steppen der Ukraine. Katharina schrieb ihm: Mit dieser Eroberung gewinnt ihr mehr als Ruhm. Ihr gewinnt die Herrschaft über das Schwarze Meer. Potemkin antwortete aus der Krim: Die Steppe und die Krim haben den Treueeid geleistet. Ich danke euch für euer Vertrauen. Die Erfolge waren gewaltig. Die Krim wurde annektiert. Städte wie Sewastopol und Odessa gegründet. Tausende Einwanderer kamen, deutsche Bauern, griechische Kaufleute, armenische Handwerker. Die schwarze Erde der Ukraine, fruchtbar, endlos, wurde zur Kornkammer Russlands und das Schwarze Meer zur neuen Handelsroute ins Mittelmeer. Katharina träumte groß von einem neuen Byzanz. Sie wollte Konstantinopel, den alten Sitz des Christentums. Dafür schloss sie sogar ein geheimes Bündnis mit Kaiser Joseph II. Doch der Traum blieb unerfüllt. Trotzdem wollte sie die Welt beeindrucken. 1787 reiste sie in den Süden, auf einem Schiff, den Dnepr hinab. An ihrer Seite Monarchen, Diplomaten, Adlige aus ganz Europa. Potemkin inszenierte eine Glanzreise mit Festen, Empfängen und Symbolen der Macht. Wie Kleopatra auf dem Nil fuhr Katharina durch ihr neues Reich. Spötter wie der sächsische Diplomat Hellwig sprachen von potemkinschen Dörfern. Doch vieles, was sie sahen, war real. Städte, Häfen, neue Provinzen. Am Ende ihrer Regierungszeit war Russland größer, reicher, mächtiger als je zuvor. Die Krim gehörte nun zum Zarenreich. Russland war nicht mehr nur ein Reich der Steppe, es war eine europäische Großmacht. Und das war Katharinas größter Triumph. Ein Schatten fiel über das Zarenreich.
nicht aus dem Westen, sondern aus dem eigenen Land. 1773 an der Wolga erhob sich das Volk. Emelian Pugatschow, ein Kosake, erklärte sich zum Zar Peter III. Der Aufstand wurde zur größten Revolte der russischen Geschichte bis zur Revolution von 1917. Leibeigene Kosaken, Bauern, religiöse Minderheiten, sie alle folgten dem falschen Zaren. Ein Krieg von unten, gegen das System, gegen den Adel, gegen die Zaren. Katharina war erschüttert. Der Albtraum, von dem sie sich am meisten gefürchtet hatte, wurde Wirklichkeit. Sie wusste, jetzt ging es nicht mehr nur um Aufklärung, sondern ums nackte Überleben ihrer Herrschaft. Mit Potemkin an ihrer Seite mobilisierte sie das ganze Militär. Die Niederschlagung war brutal, Dörfer wurden zerstört, Tausende getötet, andere nach Sibirien verbannt. Pugatschow wurde verraten und hingerichtet. Katharina begann mit einer Reihe von Reformen: Verwaltung, Justiz, Polizei, Bildung, Fürsorge. Sie baute das System aus Humanität und Notwendigkeit. Doch der wahre Schock sollte erst noch kommen. 1789, die Französische Revolution. Ein König wurde gestürzt, ein ganzes System fiel. Ein Volk erhob sich im Namen der Freiheit. Für Katharina war es der endgültige Wendepunkt. Die Monarchin, die einst mit Voltaire korrespondiert hatte, sah nun in der Aufklärung eine Bedrohung. Sie wandte sich ab von ihren Idealen, von ihrer Vergangenheit. Die Zensur wurde verschärft, Bücher verboten, kritische Denker verfolgt. Während Europa im Umbruch war, erreichte Katharina eine Nachricht, die alles veränderte. Grigori Potemkin, ihr engster Vertrauter, ihre große Liebe, lag im Sterben. »Ich sorge mich furchtbar um eure Gesundheit«, schrieb sie. »Ihr gehört dem Staat, ihr gehört mir.« Potemkin, geschwächt, antwortete mit letzten Worten voller Hingabe. »O Matuschka, wie krank ich bin. Ich flehe den Allmächtigen an, über eure Gesundheit zu wachen.« Es war mehr als Politik. Es war das letzte Aufbäumen einer Liebe, die Krieg, Macht, Trennung und Intrigen überlebt hatte. 1791 starb Potemkin auf einer Inspektionsreise auf der Krim. In der Hand Katharinas letzter Brief. Mit ihm verlor sie nicht nur einen Mann, sondern den einzigen Menschen, der sie zugleich als Frau und Herrscherin verstand. Seine beste Eigenschaft war Mut, des Herzens und des Geistes, schrieb sie. Das war das Ende einer einzigartigen Partnerschaft, eine heimliche Ehe, die in eine lebenslange Allianz überging und ein Wendepunkt für Katharina. Von nun an war sie allein. Die Französische Revolution erschütterte sie bis ins Mark. Was sie einst begeistert hatte, Aufklärung, Reform, war nun zu einem Albtraum geworden. Was, wenn auch in Russland das Volk aufbegehrte? Revolten in Polen, Unruhe auf der Krim, alles schien zu beben. Katharina wurde misstrauisch. Die Frau, die mit Voltaire korrespondiert hatte, sah nun in jedem Denker einen Feind des Thrones, in jeder Idee den Keim des Umsturzes. Die psychische Belastung griff ihren Körper an. Katharina wurde müde, kränklich, schwermütig. Und da war noch etwas. Ihr Sohn, Paul, der Thronfolger, den sie nie liebte, dem sie nie vertraute und der nun ihr Erbe antreten sollte. Sie fürchtete, dass er alles zunichte machen würde, dass er Russland zurück ins Dunkel führen könnte, und sie konnte ihn nicht mehr aufhalten. 17. November 1796, ein Tag wie jeder andere. Katharina steht früh auf, macht sich ihren Tee, arbeitet. Am Nachmittag ein Schlaganfall. Sie bricht im Bad zusammen, die mächtigste Frau Europas, hilflos, bewusstlos, regungslos. Am Abend stirbt sie, still, ohne Abschied. 67 Jahre alt, 3 Jahrzehnte auf dem Thron.
Niemand hatte mit einem so plötzlichen Ende gerechnet. Paul I. wurde Zar, ein Mann, den Katharina weder schätzte noch liebte. Was von ihr bleibt, fasste sie selbst in ihrer Grabinschrift zusammen. Sie wollte ihrem Mann, der Zarin und dem Volk gefallen. Sie las viele Bücher, sie hasste niemanden, hatte ein gutes Herz und Freunde. Doch was wurde aus ihren Kindern? 4 Kinder brachte Katharina zur Welt. Keines davon stammte wahrscheinlich von ihrem Ehemann Peter III. Und doch erkannte er den Erstgeborenen an, Paul, als Thronfolger. Paul I., geboren 1754, ein schwieriges Kind, ein ungeliebter Sohn, doch am Ende der einzige offizielle Erbe. Nach Katharinas Tod bestieg er den Thron. Doch seine Regentschaft war kurz und endete tragisch. Er führte unpopuläre Reformen ein, entmachtete Adlige und wurde schließlich im Jahr 1801 ermordet von Offizieren. Ein Staatsstreich mitten in der Nacht. Offiziell starb Paul im Schlaf. Die Wahrheit kam erst 50 Jahre später ans Licht. Anna Petrowna, geboren 1757, starb mit kaum 2 Jahren. Ein kurzes Leben. Es gibt kaum Spuren in den Archiven. Ein stilles Kapitel. Alexei, geboren 1762, wahrscheinlich aus der Affäre mit Grigori Orlow. Er wuchs im Schatten auf, fern der Öffentlichkeit, ohne Titel, ohne Anspruch. Ein Kind, das politisch nie existieren durfte. Jelisaweta, geboren 1775, die heimliche Tochter von Katharina und Potemkin. Auch sie wurde versteckt, ihre Herkunft verschwiegen. Nur wenige wussten von ihrer Existenz. Katharina ließ sie in Sicherheit aufziehen, fernab vom Hof und fern von den Intrigen der Macht. Russland war unter Katharinas Regentschaft stärker als je zuvor. Eine Großmacht, ein Imperium. Katharina II., die letzte große Herrscherin Europas, zwischen Licht und Schatten. Und bis heute eine der faszinierendsten Frauen der Weltgeschichte.